Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr seht es ja im Hintergrund, ich bin bei uns oben am Wohnzimmertisch. Es gibt also keine Tabak-Reviews, aber ich möchte euch heute wieder mal ein Zubehör für Pfeifenraucher vorstellen. Und zwar geht es diesmal konkret um dieses Zubehör hier. Ganz recht, es geht diesmal wieder um ein Feuerzeug. Hier ist das gute Stück nochmal. Ich zeige es auch bewusst mit der dunklen Seite, weil ich hatte es damals bei einem namhaften Pfeifenhändler geholt, konkret halt hier eben bei Cigar World. Aber dieses Pfeifenfeuerzeug ist halt eben nicht rein Cigar World, sondern es gibt es halt auch woanders. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein stinknormales Feuerzeug. Doch ihr seht ja hier vorne, es gibt hier so einen kleinen Hebel. Wenn ich den hochdrücke, am besten mit dem Fingernagel, kommt hier so ein kleiner Rüssel. Diesen kann man mit dem Zeigefinger nach vorn klappen. Tada! Pfeifenfeuerzeug. Liegt ganz normal in der Hand, tut, was es soll, hinten drauf drücken, Pfeife, zack, 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 fertig. Jetzt klar, ohne dran zu ziehen, verbrennt man sich natürlich die Finger, wenn man aber dran saugt. Es ist ein 0815 Feuerzeug. Das Schöne ist halt, ich sage ja immer, Pfeife rauchen muss nicht teuer sein. Ich bin ja nach wie vor einer, ich schwöre auf meine Streichhölzer. Ganz vorn dran natürlich die Klassiker, die Tortons, QLP mit einem Sticker, aber auch die Zündis, die ich mittlerweile nutze. Oder halt auch von Cigar World, die Streichhölzer. Ich habe auch inzwischen noch von Cop Tobaccos welche hier vorliegen. Das sind alles ja die gleichen Schachteln und entsprechend auch die gleichen Hersteller. Und die Fabrik ist in Schweden. Ja, wieso dieses Feuerzeug? Gerade in sozialen Medien, allen voran natürlich auf Facebook, kommt immer wieder die Frage, ich bin neu, wie zünde ich meine Pfeife an? Klar, selbstverständlich, ich verweise in allererster Linie natürlich auf mein Pfeifenvideo, wie man Pfeifen entsprechend anzündet, bzw. den Tabak anzündet. Den Link seht ihr jetzt hier oben. Und schaut es euch ruhig mal an, weil da zeige ich, wie ich die Pfeife zum Glimmen bringe. Und wie gesagt, bei mir zu 98–99% tue ich das mit Streichhölzern. Streichhölzer bieten einfach nachweislich die weicheste Flamme an. Das heißt, die Flamme ist nicht so heiß wie von einem Feuerzeug und schon gar nicht so heiß wie von einem Zippo mit Benzin oder gar einem Torchlighter oder generell eines Jet Flame Lighters, der ja auch für Zigarren genutzt wird. Weil mit viel Erfahrung und auch ordentlicher Portion Glück kann man zwar auch einen Torch verwenden, ich persönlich rate jedoch davon ab. Und generell auch, ich sage ja, die Flamme vom Streichholz ist weicher. Wenn man das Streichholz schön gemütlich drüber gleiten lässt, die Flamme reinzieht, wird man normalerweise auch keinen verbrannten Kopfrand haben. Wer sich meine Pfeifen anschaut, und einige haben ja auch schon kommentiert diesbezüglich, dass meine Pfeifen aussehen wie neu. Ja, mei, es liegt daran, dass ich halt selten Feuerzeug nehme. Die Flamme vom Streichholz ist nicht so heiß. Ich führe sie einfach über den Rauchkanal, also über den Tabak, ziehe die Flamme ein. Das war's. Und habe ansonsten immer die ganzen Jahre über halt stinknormale Feuerzeuge genommen, Feuerzeug angezündet, die Flamme schräg drüber gehalten, eingesogen. Das funktioniert auch. Aber ich habe mir jetzt halt gedacht, komm, gibst mal ein bisschen Geld aus, aber ich wollte halt kein Vermögen ausgeben, weil, wie gesagt, 98–99% nutze ich Streichhölzer, da bleibe ich auch bei. Und habe mir halt eben so, jetzt das ist mittlerweile ja mein zweites, Billigfeuerzeug für Pfeifenraucher geholt. Ich hatte vor einiger Zeit schon das Feuerzeug von Kool vorgestellt. Liegt auch so im Preisrahmen zwischen 2 und 3 Euro. Das hier, dieses schmucke Stück hier nennt sich, ihr habt es ja auch gerade schon gesehen, Sidekick. Und dieses Sidekick-Feuerzeug
tut im Grunde genommen nichts anderes. Es ist ein Pfeifenfeuerzeug mit seitlicher Flamme. Drücken, Flamme da, Tabak anzünden, fertig. Das ist wunderbar. Ich brauche kein Corona Oldboy für mindestens 100 € ausgeben. Wozu? Ich bleibe bei meinen Streichhölzern, aber gerade ich bin einer, der nur draußen raucht. Wenn es draußen windig ist, gehen dann die Streichhölzer aus. Das macht man beim ersten mit, das macht man vielleicht auch noch beim zweiten mit. Dann greife ich zum Feuerzeug, zünde dann aber natürlich erstmal die Streichhölzer an und bringe dann doch meinen Tabak zum Glimmen, wenn es geht. Ansonsten habe ich früher normale Feuerzeuge genommen und jetzt gönne ich mir halt den Luxus eines Pfeifenfeuerzeugs. Pfeife, anzünden, schmöken, das ist eine wunderbare Geschichte. Wie gesagt, Pfeife rauchen muss nicht zwangsläufig teuer sein. Daher auch dieses kleine Feuerzeug hier zwischen 2 und 3 €, je nachdem, wo man es kauft. Es kostet nicht die Welt. Es ist nur unwesentlich teurer als ein Bic. Erfüllt den gleichen Zweck, vielleicht sogar ein bisschen komfortabler. Und wie man halt hier unten schön sehen kann, es ließe sich theoretisch sogar nachfüllen. Ich habe es jetzt bei dem hier noch nicht ausprobiert. Ich habe es bei meinem Cool-Feuerzeug probiert. Das lässt sich auffüllen, wenn auch mit gewissen Schwierigkeiten. Es ist also nicht ganz so einfach, aber es geht. Dieses hier werde ich irgendwann auch probieren aufzufüllen. Aber das spielt für mich auch keine Rolle, ob es geht oder ob es nicht geht. Ich habe es gekauft, davon ausgehend, dass man es nicht nachfüllen kann. Wenn man zwischen 2 und 3 € für ein Feuerzeug ausgibt, das man ohnehin nur selten benutzt, wenn das irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, Gastank leer, lässt sich vielleicht nicht nachfüllen, irgendwas geht kaputt, bei 2, 3 €, tschüss, kaufe ich mir Neues. Mit anderen 0815 Big Feuerzeugen ist es doch auch nicht anders. Wenn die irgendwann ihren Geist aufgeben, die kosten vielleicht die Hälfte, schmeißen wir es doch auch weg, machen wir uns doch nichts vor. Von daher, Sidekick, definitiv auch eine Empfehlung von meiner Seite, wenn jemand unbedingt ein Pfeifenfeuerzeug haben möchte und dafür aber nicht tief ins Portemonnaie greifen möchte. Und das war es auch schon, soweit von mir für heute. Jetzt, meine Damen und Herren, liegt es an euch. Ihr wisst es ja hier unten, Kommentarfunktion. Wer von euch nutzt auch billig Pfeifenfeuerzeuge und insbesondere wer von euch hat vielleicht auch das Kick? Wie sind eure Meinungen dazu? Wie sind eure Erfahrungen? Und natürlich, was mich besonders interessiert, wie findet ihr das Video? Lasst uns darüber so ein bisschen austauschen. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Das war es dann auch schon soweit von mir für heute. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit in gewohnter Weise. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund, bleibt meinem Kanal gewogen. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal zum nächsten Review. Tabak, Pfeife, Zubehör. Vielleicht kommt auch wieder mal das ein oder andere Buch dazwischen. Lasst euch überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Happy Puffing. Ciao.